Auch wenn es hier ganz schön laut ist heute Morgen, grüße euch bei unserer nächsten Ferrari-Probefahrt. Wir haben hier einen Ferrari 246 GTS. Ziemlich seltenes Auto. Der GTS ist erst ab 1972 gebaut worden. Es gibt nur ein paar wenige 100 Exemplare. Hat aber ein absolut irres Design. Ich glaube, das kann Paul kurz mal zeigen. Schaut euch mal dieses wahnsinnig schöne gestaltete Armaturenbrett an hier mit den vielen Rundinstrumenten. Und diese Form findet sich eigentlich links und rechts in den angedeuteten Kotflügel vorn wieder. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ich muss noch ein bisschen langsam fahren, weil der kalt ist. Wir sind gerade erst losgefahren. Aber das ist so ein absolutes Auto, was erst verkannt war und dann die letzten Jahre im Wert deutlich zugelegt hat. Die Autos sind sehr, sehr teuer geworden. Und das ist so ein richtiges 70er-Jahres-Style-Auto. Also eins steht schon mal fest, das ist ein Riesenorchester, was da hinten tont. Die 6 Zylinder sind aber ganz deutlich vernehmbar. Ziemlich laut das Auto. Aber man merkt sofort, it's a Ferrari, der geht schön. Er hat einen irren Sound. Das ist so richtiges, aufregendes Autofahren. Ja, schönes Auto. Also wir haben den Wagen nochmal bei Ferrari gehabt, der ist nochmal gecheckt worden. Das Auto ist ja die letzten Jahre restauriert worden hier in Deutschland. Die Geschichte von dem Auto ist ziemlich bewegt, aber gut dokumentiert. Der ist in die USA damals von der Firma Harrah ausgeliefert worden. Harrah Collection, weltberühmt, war ja ein ganz bedeutender Ferrari-Händler unter anderem. Dann hat es ein amerikanischer Ferraristi bewegt, längere Zeit. Dann ist der Wagen nach Schweden gekommen, dann nach Holland und über Holland dann nach Deutschland, wo das Auto die letzten ungefähr 10 Jahre war. Wie gesagt, Auto ist restauriert, hat Matching Numbers, also ist alles so zusammen, wie es gehört. Ist ein schöner Wagen, ist aber keine 1 und für mich auch keine glatte 2. Aber beim GTS kann man sich das nicht unbedingt aussuchen, weil GTS selten ist. Aber eins kann ich jetzt schon mal sagen, hängt super am Gas. Spannendes Auto. Also was ich habe, das Gefühl, was man hier drin hat, ist 70er Jahre. Also ihr müsst vielleicht wissen, der Wagen ist nur 5 Jahre gebaut worden. Er hatte ein eigenes Logo, und zwar Dino. Das ist ja ein Dino 246. Nach dem sehr früh verstorbenen Sohn von Enzo Ferrari. Der hatte einen Sohn, da ist er nicht drüber weggekommen. Der 1956 verstorben ist, also sehr, sehr früh. Und danach gab es dann auch diesen Dino hier. Das ist übrigens der erste Ferrari, der einen Mittelmotor hat. Also direkt hier hinter uns über der Achse ist die Maschine. Vorne ein sehr kleiner Kofferraum. Und man merkt aber schon, der liegt wie so ein richtiger Rennwagen, wie ein Go-Kart. Auto fährt sich Go-Kart-mäßig, kann man sagen. Das Interessante übrigens beim GTS ist, dass er eine Hardtop hat. Also kein Hardtop, sondern dieses Plastik-Einsatzdach. Bei Porsche heißt das Targa. Bei Ferrari wird das Spider genannt. Also das heißt GTS eigentlich ein GTS Spider. Aber liegt toll auf der Straße. Also man sitzt ja sehr, sehr flach. Das Auto ist gerade mal 1,10 Meter hoch, was überhaupt nichts ist. Da kann man fast drüber springen, wenn man gut ist. Man spürt das auch beim Sitzen. Also vor uns fährt gerade ein VW. Wir sind ja halb so hoch wie das Auto da vorne. Das ist unglaublich. Aber also es ist ein aufregendes Gefühl, was man hat, wenn man hier mit dem Auto fährt. Sehr schöne Sitze. Die 6 Zylinder schaffen übrigens 195 PS. Und das Auto hat eine Spitzengeschwindigkeit mit 235. Was für 1969, das heißt 1972 hier in dem Fall eine ganze Menge war. Unser Auto übrigens ist einer der letztgebauten. Der ist ja aus dem Jahrgang 1974. Hoffentlich haben die genug Sprit da reingemacht. Es geht schon wieder so dem Ende zu. Ja, klingt gut, schaltet sich schön, hat hier die Kulissenschaltung hier vorne, könnt ihr sehen. Da ist der Rückwärtsgang vorne links, erste Gang ist unten und ansonsten hat er eine 5-Gang-Schaltung. Also ein sehr, sehr fahraktiver Wagen. Wer ein bisschen Probleme mit den Ohren hat, der sollte sich Ohrenstöpsel mitnehmen.
weil er macht einen ganz schönen Krawall. Auto ist nicht leise, aber aufregend. Und es ist ziemlich selten, und wenn man mal guckt, die letzten Jahre sind die Preise immer nur nach oben. Die konnten keine andere Richtung bei dem Auto, weil der ein ganz irres Design hat, was einmalig ist. Also Ferrari Dino könnt ihr sofort wiedererkennen. Es gibt keinen anderen Ferrari, der so eine Form hat. Das ist der einzige, und dadurch ist das auch ein Ausnahmeauto, und es ist kein Protz-Ferrari. Also man merkt, dass hier das Jahr 1974 geschrieben wird. Gurte war nicht so, wie es die heute gibt, sondern einfach nur diese Peitschengurte, hier mehr nicht. Also wenn es da mal knallt, geht es gleich nach vorne. Man muss also immer schön vorsichtig sein mit so einem Auto. Aber die Position ist nichts für einen alten Herrn. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Einen schönen guten Morgen hier in Oberbayern bei uns in der Nähe vom Simsee. Wunderschönes Wetter nach dem schlimmen Gewitter gestern Abend. Wir haben es überlebt, und hier haben wir einen Ferrari 246 GTS Dino. Das heißt, es ist ein Spider. In Deutschland hat Porsche sowas Targa genannt. Das sieht dann so aus. Das heißt, das bedeutet, hier, das ist ein Plastikdach. Und das kommt hinter die Sitze, da wird das dahinter geschoben, weil ab hier schon gibt es bei dem Auto komplett Motor. Das ist ein Mittelmotor. Das ist ein Auto in dem Fall, was restauriert wurde. Die sind ja sehr, sehr selten. Wir haben ihn jetzt auch noch bei Ferrari gehabt, weil so Kleinigkeiten zu machen waren. Aber tolles Auto, finde ich. Also silberschwarz ist relativ selten die Farbe. Es gibt ja die meisten in Rot. Und was man beim Dino sagen kann, der hat wirklich eine absolut außergewöhnliche Form. Der Wagen ist sofort wiederzuerkennen. Hinten Schriftzug Ferrari Dino GT. In dem Fall ist es ein GTS, wie gesagt, mit dem Targa-Dach. Er hat eine Doppelrohrauspuffanlage 2x2, also 4 insgesamt. Also ich finde es ein total markantes Auto, sieht wirklich wunderschön aus und ist ziemlich selten. Also ist auch kein peinlich lauter Ferrari. Eine ganze Menge Ferraris machen einen riesen Krawall, und man sieht das auch optisch gleich. Ich finde, der ist dezent und der verkörpert total die 70er Jahre. Ich finde ihn wunderschön. Schaut euch mal da die Lufteinlässe an, das ist klasse gemacht. Maschine war ja hier hinter, das heißt, der Motor hat wirklich Luft gebraucht, auch hier vorne, dass er nicht zu heiß wurde. Aber so vom Design, ich meine, das konnten die Italiener schon immer gut, finde ich, ist der Wagen total gelungen. Übrigens, ihr könnt das sehen, auch hier auf den Felgen, das Dino-Zeichen, da steht nicht Ferrari. Dino war ja Enzos Sohn, der 1956 gestorben ist, also sehr, sehr früh. Er hat ihm diesen Wagen gewidmet. Und ich finde, was daraus geworden ist, ist wirklich wunderschön. Wundert euch nicht über die kleinen Flecken überall auf dem Lack. Der zieht irgendwie die kleinen Fliegen an, dieser Lack. Ich weiß auch nicht warum. Wir haben die eben schon versucht wegzuwedeln, aber das ist uns leider nicht ganz gelungen. Also die Punkte sind keine Lackfehler, das sind hier kleine Obstfliegen. Ja, schönes Auto, komplette Geschichte. Hab das ja gerade schon gesagt, war in 4 verschiedenen Ländern der Wagen. Ist immer gewartet, immer gepflegt worden. Es ist jetzt die Technik gemacht worden hier in Deutschland die letzten Jahre. Es gibt viele Rechnungen darüber. Und laufen tut er wirklich gut. Also habe ich eben gerade schon gemerkt, der ist giftig, der hat Kraft, da kann man schön Gas geben mit. Und man fährt ein Auto mit einer hohen Sicherheit, was die Wertanlage angeht. Weil der ist speziell. Das ist, schaut euch mal diese schöne Linie an von dem Wagen. Diese tollen Stoßstangen, die beiden Spitzen vorne. Dann die Lampen, die sind ja sehr, sehr ausgefallen. Also ich finde, was das Design angeht von dem Auto, auch diese tollen Kotflügel hier vorne, finde ich total klasse. Es sieht so ein bisschen minimalistisch alles aus. Mehr Ferrari braucht man nicht. Und ich glaube, das trifft gut auf diesen Wagen zu. Und es ist für mich ein klassisches 70er-Jahre-Auto. Also nicht so ausladend. War zu Ende 1974. Das ist ein 74er, ist einer der letztgebauten. Wie gesagt, er hat Matching Numbers, was ich wichtig finde bei so einem Auto. Bei so einem Wagen ist das wichtig. Aber die Autos kosten doch einiges mittlerweile, und ich glaube, dass der Höhenflug bei den Autos anhalten wird. Übrigens, die es interessiert, das Auto ist von Pininfarina karossiert worden. Hier könnt ihr einen Schriftzug sehen, Design bei Pininfarina, der berühmte Karossier. Und da muss man sagen, das Auto ist wirklich absolut sofort zu identifizieren. Man sieht das auch an dieser gebogenen Heckscheibe hier hinten. Schaut euch das mal an, das ist wirklich toll gemacht, finde ich. Das kann man da zu der Zeit, es ist ja eine Form, die man heute auch öfter mal kopiert, so ähnlich. Aber der Dino hat das zuerst gehabt hier vorne. Da geht übrigens der Motor auf, das zeigen wir euch später. Schaut euch mal diese gebogene Heckscheibe an, das ist doch echt irre. Also toll gemacht, finde ich. Hier vorne ist der Tank-Einfüllstützen auf der Seite. Da vorne sind die Lufteinlässe. Also vom Design her finde ich das Auto wirklich ganz toll. Gefällt mir total. Und der ist auch so als richtiger Ferrari-Klassiker zu erkennen. Das ist ein Auto zwischen den Zeiten, so zwischen dem 275er Ferrari, der ja noch ganz anders ausgesehen hat,
und dann nachher 80er Jahre, 90er Jahre, die ein ganz anderes Design hatten. Ja, schaut euch mal diese tollen Instrumente an. Ist ein Amerikaner, geht bis 170 Meilen, Auto läuft 235 Stundenkilometer. Hier vorne Öltemperatur, da Wassertemperatur, Fuel, hier ist Tank und hier der Öldruck, auch ganz wichtig. Geht übrigens bis 10.000 Umdrehungen, das heißt etwas über 7.000 hat er gedreht. Und das haben wir eben schon gemerkt, das ist ein ganz drehfreudiger Sechszylinder. Und das Interessante an dem Auto ist, der wiegt nur 1 Tonne. Das Auto wiegt nur 1000 Kilo und vermittelt einem richtigen Fahrspaß. Das Gute ist, der hat diese Helferchen nicht, die es vor 50 Jahren noch gar nicht gab. Also er muss auch hier richtig Auto fahren können. Aber dadurch, dass er sehr, sehr leicht ist auf der Vorderachse, er fährt sich wie ein Go-Kart. Und das finde ich eigentlich toll. Also das ist ein richtig fahraktives Auto, wo ihr einen riesen Fahrspaß mit habt. Ihr müsst nur dran denken, ihr müsst gut Auto fahren können und aufmerksam sein. Hat einen sehr schönen Geradeauslauf, liegt gut auf der Straße. Ja, macht Spaß. Macht richtig Laune, ist natürlich ziemlich hart gefedert. Das muss er auch sein, damit er auf der Straße bleibt. Schaltet sich sehr, sehr gut. Eine sehr exakte Schaltung durch die Kulissenschaltung hier vorne. Kupplung ist astrein in Ordnung, also man merkt, dass hier technisch einiges gemacht wurde an dem Auto. So. Fahren tut er sehr schön. Man sitzt ja so flach auf der Straße, ist normalerweise ungewohnt. Ihr könnt mal davon ausgehen, dass er immer tiefer sitzt als der gesamte restliche Verkehr. Muss man natürlich aufmerksam fahren. Hat aber eine tolle Straßenlage durch den Mittelmotor, spürt man. Also da ist den Ferrari-Jungs damals was Gutes eingefallen. Also los geht unser Freund hier ganz erheblich, macht Spaß zu fahren, Lenkrad ist total griffig, erinnert an alles an Go-Kart so ein bisschen. Also wer Lust hat, einen Ferrari zu fahren, noch zu einigermaßen erschwinglichen Preisen, also preiswert sind die nicht die Autos, aber es gibt ja Ferraris, die kosten weit über 1 Million. Da ist das ein ganz spannendes Auto hier. Und wer sagt, ich stelle mir was Seltenes in die Garage und will noch Fahrspaß haben, vor allem morgens mal um 5 oder so, ist das genau der richtige Wagen hier. Also macht Laune zu fahren, mir macht's Laune. Hat eine tolle Straßenlage. Guck mal, wie so ein Go-Kart. Cooles Auto. Voll cooles Auto. Sehr schön, das harmoniert alles gut. Aber Auto macht Spaß, also ihr merkt, dass ich begeistert bin. Muss man sich nicht überlegen, ob man sich das nicht selber mal zulegt. Macht Spaß. Spaßmobil, wirklich sportliches Spaßmobil. Ja, ich finde die Anordnung der Instrumente finde ich total schön. Ist auch sehr klein gehalten, aber sehr übersichtlich. Man hat alles im Blick, man kann alles gut erkennen. Lenkbewegung, reagiert er sofort. Die Schaltung ist gut, die Kupplung ist gut. Sehr, sehr schön. Boah. Mahlzeit. Also Fehlzündung kann er auch. Macht echt Laune. Das ist ein Auto, was Laune macht. Macht richtig Spaß damit zu fahren. Kraft hat er auch genug.
Also diese 200 PS hier, die zaubern eine ganze Menge. Beeindruckt mich, hätte ich nicht gedacht, weil 200 PS ist nach heutigen Dimensionen ja gar nicht mehr so viel. Aber in dem Auto hier, was nur 1000 Kilo wiegt, das ist eine glatte Tonne, ist das eine ganze Menge. Was er übrigens an extra hat, er hat eine Klimaanlage, ist wie gesagt ein Amerikaner mal gewesen. Das war nicht Serie und er hat auch 2 elektrische Fensterheber, war auch nicht Serie. Ja, macht ganz gut nach vorne, oder? Nicht schlecht. Echter Ferrari. Tolles Auto. Man muss sich mal vorstellen, das Auto ist 50 Jahre alt. Wenn man sich das vorstellt, da haben die echt schon super Autos gebaut, ne? Wirklich toll. Schöner Wagen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man mit dem Auto 500 Kilometer braucht, sind Ohrenstöpsel nicht schlecht so, ne? Wenn man die dabei hat. Also er macht echt Sound. Das hat er wirklich. Auch von außen klingt gut. Die 4 Endrohre haben richtig Sound. Ja, also er schafft ungefähr in knapp über 5 Sekunden von 0 auf 100, was für die damalige Zeit super war. 235 Spitze war auch eine ganze Menge. Und ich schätze mal, dass das Auto einen Verbrauch hat, der liegt zwischen 12 und 18 Liter. Je nachdem, wie ihr ihn fordert, aber das bei so einem Auto ja eigentlich egal. Ja, also vielleicht noch mal was zum Preis unseres Dino GTS. Ich habe bei Kollegen jetzt schon die Zahl 495 gelesen. Das ist fast eine halbe Million. Und es sei vielleicht erwähnt, und das finde ich wirklich wichtig, bei uns steht sogar noch eine 3 davor. Ich glaube auch nicht, dass wir das Auto sehr, sehr lange haben werden, weil wir sind nicht teuer mit dem Auto. Und der Wagen bietet eine ganze Menge. Für mich ist das irgendwo sowas wie eine 2 Minus. Ich bin da ein bisschen pingeliger, das wisst ihr, aber eine ehrliche 2 Minus. Laufen tut er sehr schön. Interieur ist gemacht, in das Auto ist eine Menge Geld geflossen die letzten Jahre. Und man kann ihn eigentlich so lassen, wie er ist. Also entweder man möchte ein perfekt neues Auto haben, dann ist das der falsche Wagen, das muss ich ganz klar sagen. Aber wenn man sagt, der ist halt 50 Jahre alt, also er hat eine schöne Karosse, er hat einen ganz tollen Lack, er hat sehr gute Spaltmaße, technisch läuft er gut, Getriebe schaltet sich astrein. Und dass der Motor gut geht, das habt ihr ja schon gemerkt, wir haben ja schon ein bisschen Gas gegeben hier. Laufen tut er wirklich toll. Das ist ein Auto, was viel Spaß macht. Ich glaube, da habt ihr lange, lange Freude. Und bei dem Einstandspreis bei uns, ihr werdet keinen Euro mitbringen. Da bin ich ganz sicher. Das Auto ist aus meiner Sicht preislich sehr interessant. Und ich sehe den Wagen auch bald bei 500. Und es gibt ja schon Kollegen, die machen das auch. Darf auch nicht ganz vergessen, wie sich das im Moment so mit der Inflation entwickelt, weiß man ja alles nicht genau. Zum Thema Umwelt sei noch mal gesagt, wenn man so ein Auto jetzt jeden Tag bewegt, selbstverständlich hat er andere Kohlenmonoxidwerte und hat halt eben keinen Cut und diese ganzen modernen Errungenschaften. Aber so ein Auto wird ja wirklich nicht viel gefahren. Das konnte ihr übrigens auch daran sehen, dass die Versicherungsprämien für so ein Auto sehr gering ist. Übrigens mal kurz geradeaus ist die Gemeinde Riedering. Wir gehören ja zu Riedering, nur mal so zur Erklärung, wo wir den Betrieb haben mit Beuerberg, das ist Gemeinde Riedering, da sind wir jetzt hier. Und unseren anderen Betrieb, wo wir etwas modernere Autos auch noch haben, das ist Rosenheim in der Innenstraße. Wir haben ja, wie ihr vielleicht wisst, ungefähr 130 Fahrzeuge. Und ich möchte ja noch mal sagen, also wir sind wirklich ständig interessiert, gute Autos angeboten zu bekommen. Wir kaufen auch an. Ich sage das ausdrücklich und wir haben auch zum Teil Investoren, die auch mal eine ganze Sammlung kaufen. Auch das ist möglich. Also da ist eine ganze Menge denkbar. Meldet euch und ich mache das immer so. Wir haben einen eigenen Außendienst. Ich fahre im Jahr selber über 100.000 Kilometer. Ich besuche euch innerhalb von 7 Tagen, bin ich bei euch. Dann lernen wir uns persönlich kennen. Das ist auch mal eine Vertrauenssache. Und dann merkt ihr auch, passe ich mit dem Luftschutz zusammen oder nicht. Es wird ja manchmal in der Branche auch viel geredet. Ich kann euch sagen, viele Dinge stimmen auch einfach nicht, die manchmal kommuniziert werden. Das hat auch manchmal ein bisschen was mit Neid zu tun. Wir haben uns ja mit Cargold recht gut entwickelt
und sind da auch ehrlich gesagt stolz drauf. Wir sind absolut aufrichtig und ehrlich. Wir haben eine tolle Mannschaft, die werden wir euch in Kürze auch mal vorstellen. Und von dem Team werdet ihr betreut und wir sind immer sofort am Ball und wir können auch sofort Entscheidungen treffen. Also wenn es um ein gutes Auto geht, also keine Blender, das ist so etwas, was ich nicht mag, da sage ich dann nur ab, das mache ich dann auch nicht. Aber könnt ihr mich wirklich gerne anrufen. Und wenn es auch mal nochmal sein soll, dass ihr mal eine Preisinformation haben wollt, ich bin so viel unterwegs, ich komme immer mal überall vorbei, gebe euch auch gerne eine Einschätzung, auch wenn es nicht zum Geschäft kommt, ist nicht wichtig. Man kennt sich und manchmal ist das ganz wichtig, dass man sich kennt und dass man von seinem Partner, wir sehen das ja als Partnerschaft, auch mal guten Eindruck gewonnen hat. Dass man einfach weiß, wer das ist, dass man sich mal in die Augen geguckt hat, biete ich euch jederzeit gerne an. Und natürlich arbeiten wir diskret, das ist, glaube ich, klar. Wenn ich von euch kein Okay bekomme für irgendwas, mache ich es nicht. Ja, schöner Wagen, läuft wirklich gut, Auto hat mich überzeugt. Ich bin der Meinung, dass ein Dino immer sein Geld wert ist. Der hat auch noch die Zukunft vor sich, der wird nie runtergehen. Das ist so ein klassischer End-60er, Anfang 70er Jahre Entwurf. Ein Auto, was Begeisterung bringt, was Spaß macht und was einem auch eine ganz besondere Identität verleiht. Also das Auto ist so speziell. Auto macht mir sehr viel Spaß. Es ist ein Auto, was ich mag. Macht Spaß zu fahren. Also es ist richtig Freude am Auto haben wir hier bitte. Das ist wieder so ein Auto, da kannst du wirklich die Überschrift drüber schreiben, Freude am Auto, weil die Freude hat man mit dem Wagen wirklich hier. Ja, liebe Mitfahrer, liebe Freunde, liebe Fans, jetzt sind wir wieder hier in Beuerberg. War eine tolle Probefahrt heute Morgen, es hat mir echt Spaß gemacht, hat mich wieder motiviert, erzähle ich von so einer Fahrt immer. War wirklich motivierend, jetzt biegen wir links rein in unsere Auffahrt, das kennt ihr ja alle schon. Ja, hier jetzt nochmal bei uns auf dem Hof, so sieht ein schicker Dino aus, wenn er mit geöffneten Türen da steht. Das Dach machen wir jetzt auch gleich ab, das ist ja hier wie gesagt ein festes Dach, was hinter die Sitze kommt. Schaut euch das an, Interieur, Fußboden, alles schön gemacht, Teppichboden, auch Ferrari richtig gemacht, so gehört das. Er hat einen ganz, ganz tollen Lack, das könnt ihr hier sehen, mit einer wahnsinnigen Tiefe. Das ist sehr, sehr gut lackiert worden, das Auto. Da haben wir ein bisschen Staub drauf eben vom Fahren. Ja, Chromstoßstangen, auch alles tipptopp, das ist auch alles gemacht worden. Hier nochmal der Ferrari-Schriftzug hier vorne, da drüben Dino, Ferraris Sohn, GT, in dem Fall ein GTS. Und jetzt zeige ich euch mal die Hebel hier vorne. Da könnt ihr das Auto öffnen, dort. Das sind 3 Stück, also das Auto öffnen heißt hinten den Motorraum. Hier vorne links ist noch ein Aluminiumhebel, das ist vorne. Ziehe ich jetzt mal, da geht hinten der Deckel auf. Und ihr könnt erstmal einen Kofferraum sehen, das ist ja wie gesagt ein Mittelmotor, schaut mal hier. Also man kann relativ viel mitnehmen, das ist gut gelöst, wie ich meine. Reserverad ist vorne, da passen doch 2 Koffer rein, also für 2 Personen, mehr Platz ist ja sowieso nicht in dem Wagen. Ist auf jeden Fall genügend Platz. Und hier Mittelmotor, da ist er versteckt, die 6-Zylinder-Maschine, die 200 PS leistet. So sieht er aus, schöner aufgeräumter Motor, alles gemacht, läuft sehr, sehr gut, das haben wir eben gerade gemerkt. Also das ist wirklich ein Auto, wo ihr nichts dran verändern müsst. Er hat auch Matching Numbers, das ist wichtig bei einem Ferrari, wie ich meine. Ja, so sieht sowas aus. Da müsst ihr drauf drücken, so, wupp, und dann so geht das. Das Tolle an dem Auto ist ja, dass es ein GTS ist, ohne dass ich jetzt wüsste, wie der sich öffnet. Ach, hier hinten, nee. Ach, hier sind die Hebelchen. Die sind in dem Fall hinten. Upsala. Oh. So. Ja, oh, jetzt habe ich mir die Finger geklemmt. Moment. Das ist übrigens der erste GTS, den ich öffne. Also insoweit müsst ihr mir nachsehen. Das ist das Dach. So sieht so ein Auto offen aus. Natürlich super. Das zieht nämlich auch nicht. Früher gab es ja noch keinen Windschott. Da hat man die Autos dann so gebaut. Aber sieht natürlich echt sexy aus, der Wagen. Das Dach ist auch so, dass man es halten kann. Nicht allzu schwer. So, das haben die Ferraristi damals toll gelöst. Hier ist jetzt das feste Dach verstaut, unser Targa-Dach hinter den Sitzen. Jetzt kann man die Sitze wieder zurückmachen. Das ist perfekt angepasst. Hier seht ihr auch vom Design her genauso gemacht wie hier die Rückwand. Also das ist alles sehr schön gelöst und damit habt ihr jetzt eigentlich so was Ähnliches wie ein Cabriolet, ein Targa. So sieht das aus und
Ist wirklich ein schönes Auto. Also, wenn ich ehrlich bin, hat mich sogar ein bisschen überrascht. Ich hatte nicht erwartet, dass der so einen Spaß macht. Tolles Auto, weil er halt eben wie so ein Go-Kart fährt. Das ist ein knuffiger Wagen. Ansonsten möchte ich mich bei euch verabschieden, wünsche euch alles Gute, viel Spaß mit eurem Auto, Freude am Auto. Euer Stefan Luftschütz, Cargold. Ciao.